Das ist keine glatte Wiese. Ich habe keinen Plan, wo es lang geht. Schlons. Oh shit. Oh shit. Ich bin ja völlig falsch. Boah, durch die Scheiße. Geil, Junge. Oh. Scheiße. Oh. Alter, mein Gepäck fliegt so durch die Gegend. I have too much stuff. If you have less on the back, you can shift, and it happens something when you actually shift forward. You kind of all the weight, so you're in balance, and then you can just hit it quite hard. So I have some sticks and stones here for balance. Yeah. It is a nice exhaust sound. It's a bit loud. Boah, der hat so viel Wumms. Der kann einfach mal das Vorderrad anheben. Einen kleinen Gasstoß. Oppa, das geht bei mir leider nicht. Aber das Fahrwerk schluckt das echt gut weg alles. Nur mein Gepäck macht mir Sorgen. Heute hieß es ab auf dem Camping und möglichst unauffällig und das zivilisierte Volk mischen. Uiuiuiui, das war knapp, Alter. Ja, klar. Ich brauche einen Mechaniker. Papa ist eine Schraube am Gepäckträger gerissen. Vom Gewackel. Und ich brauche einen neuen Dekompressionszug. Auch gerissen. Ja, da gibt es einen Weg außen rum. Könnte sein, dass es schwierig wird. Ja. Nicht so schnell, das ist mir zu heikel mit nur einer Schraube am Gepäckträger. Ach so, ja klar.
Der Wein ist noch da. So ungefähr. So ungefähr. Ah. Oh oh. Geschlossen. Ja, sorry, ne? Mit dem Breakdown bin ich jetzt für verantwortlich, weil ich einfach davon ausgegangen bin, hält schon und hält halt nicht. Oh, das ist Chips. Mama, Wieder dasselbe Problem? Ja. Oder war die nicht drin richtig, der Bit? War auch nicht richtig drin. Ich muss irgendwie heiß machen mit dem Lötkolben. Ja, auch eine Idee. Man hört es auch ein bisschen zischen, aber Vorsicht, dass die Kamera nicht verbrennt. Ja. Jawohl. Ich glaube, das Heißmachen war gut. Ja. Nicht in der Werkstatt, selber. Am Straßenrand. So, Ersatzschraube. Soll ich dir was sagen? Die habe ich noch irgendwo auf dem Boden gefunden, kurz vor der Abfahrt, diese Schraube. Und ich habe gedacht, nimm die mit. Weil sonst hätte ich nichts Passendes hier gehabt. Dann stecke ich jetzt mal die Schraube so weit durch, dass die oben rauskommt. Ja, so. Und dann habe ich jetzt dieses Maß. Passt. Hä? Bin ich blöd? Was habe ich denn da gemessen? Was Falsches. Das ist doch ganz ordentlich, was der zieht. Ja. Die meisten halten eh die ersten 3 Gewindegänge. Ja, also es ist bestimmt nicht weltbewegend stabil. Okay, Gepäckträger ist gefixt. Hoffentlich hält's. 5:30. Mal gucken, ob wir heute noch weit fahren oder bald Schlafplatz suchen. Boah, ist ja der Härtetest hier fürs Gepäck. Alter. Oh, da hängt irgendein Gurt drunter. Oh. Oh. Also man könnte sagen, langweilig immer diese Feldwege. Aber ich finde es voll geil. Vor allem so zum Reinkommen. Wenn man jetzt schon viel Offroad gefahren ist, vielleicht wirklich ein bisschen langweilig. Und diese Trails sind echt immer noch geiler. Die machen richtig Bock. Aber so ein Feldweg hier brettern, ach, total. So ein normales Schlagloch. Fegst du einfach weg. Hier so eins. Boah, ja, okay. Oh. Shit. Soll ich vorfahren? Oh Gott. Oh. Ja, hier geht's besser.
Ja, geht doch gut. Oh Gott. Alter, gleich in irgendeinem Sumpf. Boah, man sieht halt nicht, was hier drunter ist. Oh, okay, ist voll die Rinne. Okay. Oh. Oh. Boah. Puh. Oh, Alter, ich werde drüber gedrückt. Okay, fahr ich halt hier. Ja, es war mal ein Weg hier. Boah. Oh. Uah, uah. Mann, warum? Uah. Alter. Und. Okay. Oh, alleine komme ich hier nicht. Ja. Ja. Okay. Unter der Platte hing ich. Aber bin ich froh, dass ich keinen Koffer habe, weil die Tasche ist voll auf mir drauf gelandet. 1, 2. Oh. Tja. Sehr schön. 1, 2. Okay. Hier kann man gar nicht kicken wegen dieser Rinne. Wie ist das denn jetzt passiert? Vorsicht drinnen, ne? Und rein da. Jetzt natürlich hier völlig verunsichert. Muss auch ein bisschen beherzt jetzt wieder hier rangehen. Wenn wir hier rauskommen, wäre so geil. Alter, es geht raus. Asphalt, geil! Geil, endlich! Moped läuft, als wäre nichts gewesen. We rollen. Was? Hängst du drin? Ja. Oh, hier darf man auch schwimmen. Ja, also jetzt wird's dunkel und so. Was willst du noch finden für einen Platz? Um See rum ist alles. Hoppala, kam das denn? Hab mich draufgestellt. War kein. Was? Ich hab mich draufgestellt auf den. Der heutige Schlafplatz war etwas weniger unauffällig. So wird hier gespült. Genau. Und hier wird fein gekocht. Vor allem auch wird hier Kaffee getrunken, ja? Ja, das ist hier Highlife. Und Mango wir auch. sitzen ganz gemütlich auf dem Bänkchen, darf man auch mal erwähnen. Ne? Mit Rückenlehne. Nix auf dem Boden, da rumgekräuchen und fleuchen wie Geziefer. Mit Nüschen. Das gibt Kraft. Naja, das ist ja ein witziger Schuppen. Also, c'est pour le café aussi. Ah, d'accord. Ja, wenn man uns in Pietz Taverne nicht haben möchte, bedienen wir uns auch gerne am örtlichen Badehaus. Tröpfel. Natürlich der Bullplatz darf nicht fehlen. Ne? Ich hoffe, der wird noch bespielt von den Leuten. Dass die Leute sich wie früher auch immer noch so schön treffen und so. Draußen und was spielen zusammen und quatschen. Hier sind auch so Wannen, aber die sind schon moderne, aber fettes Eisen. Allein der Schrottwert von so einem Ding. Heute war eine extrem schöne Sequenz durch den Wald. Schön. Da sind wir uns einig. Jetzt ist mir mal nicht so nach Heizen zugute. Ja, doch eigentlich immer, aber ein bisschen gechillt ist auch schön. Gut.
Jawohl, Single Tray, Alter. Scheiße, das war gar nicht richtig. Aber egal. Also wir haben fett verloren. Aber wann ja will jetzt den wiederfinden? Der hat einfach Bock, hier durch den Wald zu fahren. Was ich gut verstehen kann. Aber es ist natürlich auch riskant, weil hier geht es steil bergab in alle Richtungen. Fällt dir noch was ein so für das oder schneiden wir weg oder? Wird eh alles gelöscht, ja. Ja. Da wir ja mittlerweile alle Abkürzungen in Frankreich kannten, haben uns sogar die Locals nach dem Weg gefragt. Wir konnten uns aber auch nicht überall nur Freunde machen. Tja, ich war als nächstes dran mit dem Breakdown. Also habe ich mir hier auf dieser schönen Holperpiste irgendwo den Gepäckträger zerlegt. An einem Samstagabend irgendwo in der Pampa war unsere Hoffnung ziemlich gering, da noch irgendwo einen Schweißer zu finden. Tatsächlich aber die ersten Menschen, die mir begegnet sind, waren Obelix und Silva, die gerade in ihrem Hof oberkörperfrei mit ihrem Quad irgendeinen Betonmischer am Rangieren waren. Da wusste ich, wir sind an der richtigen Adresse. Ok, j'ai démonté ici, c'est bon? Oui, on va se mettre là à l'ombre. Si t'as besoin, tu prends. Hat's aber eine richtige Vita jetzt Ja. sozusagen. Hast du schon direkt gesehen? Von dem Habitus oder was? Habitus? Ja, von dem Typen. Ja, ja, genau. Wenn du da mit dem Quad irgendwo hinziehen machst. Aus einer alten Farbrolle. Werden jetzt die Verstärkung gemacht. Ja, das wird was. Der macht das gut. Ja. Man merkt, der schweißt nicht zum ersten Mal. Ja, hier habe ich tatsächlich schon ernsthaft nach einem Ölkühler gesucht. Da habe ich nämlich gemerkt, dass meine Öltemperatur in dem luftgekühlten Motor immer ziemlich stark gestiegen ist. Also wusste ich, auf lange Sicht und vor allem in südlicheren Ländern muss ich noch einen Ölkühler nachrüsten. Das hatte ich dann schon immer im Hinterkopf, wenn ich irgendwelche Schrottkarren am Straßenrand gesehen habe. Oh, guck mal, wie schön es aussieht. Oder?